KRONE hat in den letzten 2 Jahren bei seinen Profi- und Megalinern schon etliche Verbesserungen einfließen lassen. Da aber noch nicht alle Chassisvarianten umgestellt sind, werden derzeit noch 2 verschiedene Versionen der vorderen Plan-Spannvorrichtung ausgeliefert. Wir möchten Ihnen heute kurz deren Handhabung zeigen, möchten aber auch auf eine Gemeinsamkeit der beiden hinweisen, und zwar auf eine materialschonende Gemeinsamkeit. Wir beginnen mit den beiden Spannhebeln. Bei dieser Version muss der Spannhebel kräftig nach vorne gedrückt werden und in einer großen kreisenden Bewegung nach unten herausgeführt werden. Der neue, leichter zugängliche Spannhebel wird nach vorne gedrückt und lediglich leicht angehoben. Nun zum eigentlichen Spannrohr. Das verdickte Ende der Plane, auch Planenkeder genannt, wird in die Kedernut des Spannrohrs eingeschoben und dort gehalten. Ist der Spannhebel vor dem Aufsetzen des Spannrohres schon kurz vor seiner Endposition, ist schon mit bloßem Auge leicht zu erkennen, dass die Plane an genau dieser Stelle wegen der hohen Kerbwirkung leicht nach oben einreißen wird. Darum ist es sehr wichtig, dass der Spannhebel vor dem Schließen der Plane um nahezu 270 Grad nach hinten gedreht wird und erst dann das Spannrohr auf den Mitnehmerzapfen aufgesetzt wird. Nur so ist gewährleistet, dass das Rohr nach dem Spannen komplett von der Plane umschlungen ist. Durch dieses Prozedere wird aber nicht nur das Einreißen der Plane verhindert, es gibt noch ein weiteres Benefit. Wenn das vordere Spannrohr zu wenig Plane aufwickelt, muss das hintere Spannrohr entsprechend mehr Material aufnehmen. Dadurch wird das hintere Spannrohr deutlich dicker als normal üblich und dessen Herausnehmen wird signifikant erschwert. Das wiederum kostet den Fahrer Zeit und Nerven. Daher KRONE TV schafft Durchblick und wirkt stimmungsaufhellend.